Auto-Battler nachgeht und eine Auto-Battle-Funktion implementiert. Fürs normale Grinden meinst, also ein Bot. Du willst, dass sie einen Bot einbauen. Oder was? Oder meinst du Auto-Chess? Das ist nämlich was ganz anderes. Ja, also wenn sie das machen, ist das Game offiziell tot, TBH. Außerdem verstehe ich ehrlich gesagt den Sinn nicht von Videospielen. Also zum Beispiel Metin 2 hat das ja. Kann da vielleicht jemand was dazu sagen? Aber das heißt eigentlich, wenn dein Spiel so eine Funktion hat, dass du dein PC 24/7 anhaben müsstest, um es maximal auszunutzen. Also ja, jeder kann es nutzen und es ist erlaubt, okay. Aber dann hast du immer noch dann haben die Leute den Vorteil, die absolut kein Leben haben, den ganzen Tag zu Hause sitzen. Am besten noch mit mehreren Geräten und so. Und was ist dann der Sinn von dem Spiel? Dann spielt ja keiner mehr. Dann läuft jeder nur noch AFK rum und geht dann höchstens noch in ein paar Dungeons oder so. Dann kannst du es auch offline nehmen. Was ist dann noch der Sinn davon? Also, das verstehe ich nicht. Genauso ist Metin 2. Oh. Ja. Du hast Autofarmer-Spiele gespielt und promoted aktiv. Ja, aber erstens wurde ich dafür bezahlt und zweitens sind diese Spiele von Haus aus so gemacht. Und außerdem, um das letzte Beispiel davon aufzugreifen, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Warte. Mir liegt's auf der Zunge. Auf jeden Fall war das bei diesen Spielern immer so. Erstens Mobile Games. Ist nochmal was anderes als ein PC-Game. Metin und Flav sind ja PC-Games und nicht Mobile Games. Und zweitens hat sich das nicht gelohnt, 24/7 online zu sein. Erstens mal schrottest du damit dein Handy aktiv. Dein Akku leidet extrem darunter, wenn dein Handy 24/7 läuft. Das ist was ganz anderes als an einem Computer. Weil die ja viel... Das ist ja was komplett anderes. Kannst du überhaupt nicht vergleichen. Es sei denn, du hast extra so ein Kack-Handy, was dafür ausgelegt ist, dass es 24/7 läuft. Das ist natürlich wieder was anderes. Aber das ist schon mal das eine. Der Geräteverschleiß ist viel zu krass. Wenn du ein teures Handy hast, wird sich das überhaupt nicht lohnen. Dann wäre es nach 2 Jahren wahrscheinlich freckt. Oder der Akku zumindest wäre freckt. Und das andere ist, dass es bei solchen Spielen sich auch überhaupt nicht lohnt. Also ich meine, gut, das würde bei Flav oder bei Metin wahrscheinlich langfristig dann vielleicht auch passieren, dass sich das irgendwann nicht mehr lohnt. Aber bei den Mobile Games, die ich unter anderem beworben habe, ist es in der Regel so, du kannst ja deine Dailies teilweise mit Auto-Battle-Funktionen oder teilweise auch ohne machen. Und wenn du aber alle deine Dailies gemacht hast, wie in den meisten Mobile Games, danach gehst du offline, weil danach lohnt es sich nicht mehr weiterzuspielen. Weil durch normales Grinden in solchen Games erreichst du quasi gar nichts. Ohne Dailies, ohne Dungeon Entries und so. Auch in Flav Legacy war das so. Ab einem gewissen Punkt war das eigentlich, ehrlich gesagt, nur noch Zeitverschwendung. Diese Auto-Battle-Funktion 24/7 zu lassen. Wenn du deine ganzen Dailies erledigt hast, bist du dann eigentlich offline gegangen. Aber wenn du jetzt in Flav 24/7 Ghosts zum Beispiel grinden würdest, grundsätzlich würde sich das schon lohnen. Das würdest du schon machen wollen. In den Mobile Games eigentlich nicht. Das ist der Unterschied. Erstens war diese Funktion von Anfang an im Spiel, ins Spielsystem integriert, hier nicht. Plus, es würde sich auch gar nicht lohnen. Also hier wird es sich wahrscheinlich auch nicht lohnen. Auf Dauer. Aber zum Leveln wahrscheinlich, also zum Leveln wird es sich schon lohnen, wenn du leveln willst. Also, no. So ein System ist ass. Wenn es nicht von Anfang an im Spiel ist. Steht sowas im Raum oder wie? Nein, das war einfach nur eine Frage, wie ich das finden würde, wenn es passieren würde. Und ich würde es ass finden. Anders als bei einem Spiel. Also noch ein Unterschied. Wenn du ein Spiel schon so kennenlernst, dass es diese Funktion von Anfang an hatte. Also es geht nicht um, was ist besser oder was schlecht ist. Und das Spiel existiert nur in dieser Form, hat schon immer so existiert. Wenn du es kacke findest, spielst du es nicht. Wenn du es gut findest, dann hast du kein Problem damit und spielst es. Aber es nachträglich einzuführen in ein Spiel, wo das eigentlich nicht sein sollte oder wo das ganze Spiel nicht darauf ausgelegt ist, dass es so ist, ist ja Schwachsinn. Natürlich ist das ass. Also kannst du ja gar nicht vergleichen mit Mobile Games, die solche Funktionen haben. Und in manchen Spielen finde ich das auch gar nicht so schlecht, das Auto-Battle, weil das Gameplay vielleicht gar nicht mal so gut ist und man es aus anderen Gründen spielt.
Und das ist bei vielen Mobile Games so. Auto-Clearing gibt es ja auch irgendwann. Dass du manche Sachen gar nicht mehr machen musst in Mobile Games und drückst einfach auf eine Taste und der Dungeon wird automatisch gefinished. Und du holst dir automatisch die Belohnungen ab. Stell dir vor, du würdest zu Clockworks gehen, hast ihn schon 100 Mal gemacht, schaltest Auto-Clear frei, drückst auf eine Taste und dann kriegst du einfach die Drops. Das ist einfach Trash. Das funktioniert vielleicht in Mobile Games, aber hier ist das ist einfach... Kannst du nicht vergleichen. Und wenn, dann hätte es halt schon immer so sein müssen, dann wäre es vielleicht nochmal was anderes. Also man sollte nicht Mobile Games mit Nicht-Mobile Games vermischen. Manche Features vielleicht kann man sich überlegen, aber das auf jeden Fall nicht. Auf Level 75 als Blade neue Waffe? Nö. No. No. Ist das hier ist ein Mobile Game? Nein, es ist ein Browser Game. Oh, Bodhi, du dreckiger Hater. Jetzt könnt ihr irgendwann wiederkommen, wenn es wieder die Felder gibt zum Saugen, vielleicht dann mit Shards, um sich Power-Ups aus Kreuz zu erstellen. Naja, also ich bin einfach kein Fan davon, dass ich meinen PC 24/7 anlassen muss für ein Videospiel. Das ist einfach sinnlos. Also wenn, dann müsste es so sein wie mit den Shop-Vendors. Du stellst deinen Sauger auf, kannst offline gehen und er saugt offline weiter. Und jeder kann es machen. Ab einem gewissen Level wird die Funktion freigeschaltet. Du musst sie dir erarbeiten, verdienen. Dann musst du wahrscheinlich, also dann Penya investieren. Und dann funktioniert es aber wie der Vendor. Dann kannst du dir einen NPC kaufen, wie Tino. Und dann hält es 24 Stunden. Und dann musst du halt einfach nur einmal am Tag, wie bei deinem Shop, stellst halt einmal am Tag deinen Shop auf und stellst einmal am Tag deinen Collector auf. Wer keinen Bock drauf hat, macht's nicht. Wer kein Geld dafür ausgeben will oder wer den Sinn nicht sieht. Aber es muss keiner 24/7 seinen scheiß PC laufen lassen mit 80 Chars. Genau sowas fände ich nämlich kacke. Das wäre in beiden Fällen dann der Fall. Also bei dem Autokampf-Dingens würdest du 80.000 Chars online haben, die es alle machen. Und in dem früheren Flav-Collector-System war es auch so. Ein Chart saugen zu lassen ist sinnlos, wenn dann lässt du 8 saugen oder 10 oder 20. Und lässt dein PC 24/7 laufen. Und das ist Ass.